Guten Morgen, es ist Dienstag und es ist fast noch morgen. Nein, es ist Mittag. Es ist definitiv Mittag. Wir haben 11:51 Uhr. Ich befinde mich kurz vorm Frühstück und ich bin heute super gut in den Tag gestartet. Das wird mein Tag, habe ich gedacht. Bis auf, dass mir aufgefallen ist, dass ich heute einen Prophylaxe-Termin habe und gestern ordentlich Knoblauch gegessen habe. Ich habe heute schon auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee bzw. 2 Kaffee und eigentlich im Laufe des Vormittags, nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, mit 16 Gramm Kokosöl getrunken. Irgendwie hatte ich jetzt 16 Gramm auf dem Löffel und habe gedacht, ja gut, zu Hause hast du eh weniger Öl drin. Guck mal. Also habe ich 4 Gramm weniger als sonst und hat auch super geschmeckt. Hat auch gut vorgehalten und jetzt werde ich frühstücken. Ich habe einen riesengroßen Hunger. Eigentlich wollte ich früher frühstücken, aber ich war konzentriert an der Sache dran. Deswegen frühstücke ich jetzt. Wir haben es geschafft, ein bisschen einkaufen zu gehen. Aber trotzdem ist das jetzt die Fastfood-Variante, beziehungsweise eigentlich habe ich da total Bock drauf. Nur, dass ich heute also die letzten Tage so ein Hieper auf Schwarzbrot habe. Aber es muss dann das richtige Schwarzbrot sein. Darf nicht irgendein Schwarzbrot sein. Deswegen warte ich einfach nur, bis ich dahin komme, mir das Schwarzbrot zu holen. Jetzt wird aber erstmal gefrühstückt ohne Schwarzbrot. Dafür wieder hier mit Maiswaffeln. Das sind 35 Gramm, glaube ich. Ich weiß gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heute sind 35 Gramm 6 Maiswaffeln. Und dann ein Apfel. Das sind, glaube ich, 160 Gramm. Also ich habe einfach einen Apfel aufgeschnitten. Das ist Elster. Mag ich momentan am liebsten. Ich habe auch wieder so einen Apfelhieper. Ich habe dann Phasen, da kann ich jahrelang keine Äpfel essen, so ungefähr. Und dann brauche ich sie. Und dann statt Sardinen heute eine Ziegenkäserolle. Ich hatte irgendwie total Bock drauf und mein Liebster hat mir die mitgebracht. Ich habe erst überlegt, ich esse die halbe oder sonst was. Ich habe mich für die ganze entschieden. Und für mich gibt es heute kein Shake dazu, weil der Ziegenkäse genug Eiweiß hat. Und ich finde es total toll, dass ich jetzt wieder so Käse mit integriere, weil ich liebe Käse, schon immer. Der Käse ist auch vegetarisch, es steht zumindest nicht drauf, dass Lab drin ist. Das müsste sonst draufstehen. Mikrobielles Lab ist auch vegetarisch, aber wenn da nur Lab steht, ist es nicht vegetarisch, weil es nicht mikrobiell ist, aber meistens steht noch tierisch bei. Aber da ist gar kein Lab drin. Deswegen ist er, denke ich, auf jeden Fall vegetarisch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich werde jetzt mein Frühstück essen, weil ich habe einen riesengroßen Hunger und ich muss jetzt noch ein bisschen denken. Deswegen ist das jetzt genau richtig, dass ich noch ein bisschen Nervennahrung fürs Gehirn auch bekomme, weil ich fühle mich ein bisschen ausgelutscht und mein Körper bekommt jetzt Energie. Und es ist für mich jetzt auch so vom Frühstück her, dass es mich nicht zu sehr belastet, dass ich dann danach irgendwie müde werde oder so. Es passt für mich momentan genau so. Und demnächst gibt es das Ganze dann noch mit Schwarzbrot. Ja, ich werde das jetzt frühstücken. Wir sehen uns später beim Mittagessen wahrscheinlich. Das ist jetzt mein Mittagessen. Ich habe mir ganz schnell einen Shake gemacht. Hier einfach nur mit einem Mixstab quasi in einem Glas hier aufgemixt, in einem relativ großen. Das sind, ich glaube, 45 Gramm Proteinpulver, veganes meiner Wahl. Dann habe ich 150 Gramm Erdbeeren, eine Zitrone, also das waren insgesamt 50 Gramm, weil ich hatte es auf der Waage, aber Zitrone tracke ich eigentlich in der Regel nicht. Und Wasser. Also ich glaube 300 Gramm Wasser, also oder Milliliter. Ich mache jetzt gleich aber noch einen Schuss mit rein, weil es mir, glaube ich, einen Ticken zu wenig ist. Das werde ich jetzt trinken. Eigentlich wollte ich mir ein richtiges Mittagessen machen, beziehungsweise ich habe da vorne noch die Kichererbsen stehen. Aber es geht jetzt gleich zur Prophylaxe und ich habe keine Zeit. Ich will aber nicht hungern. Deswegen mache ich mir jetzt noch ganz schnell einen Shake, weil ich da ziemlich lange sein werde, weil meine Mutter auch dran ist oder auch Prophylaxe hat. Und dann habe ich einfach jetzt so mich eiweißmäßig und ernährungsmäßig ein bisschen versorgt. Und dann habe ich eben heute Abend ein paar Kalorien mehr, die ich wahrscheinlich in Öl investieren werde oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das jetzt ist, weil ich habe es noch nicht getrackt. Das wird gleich einfach zack, zack reingetrackt. Ist auf jeden Fall eine schnelle Lösung, um doch noch was zu essen zu bekommen. Ich werde das jetzt trinken und wir sehen uns später. Es gibt jetzt Abendessen und ihr seht es. Wir haben bestellt. Also und, was man auch ganz klar sieht, es ist nicht fleischfrei. Es gibt Ente und die schmeckt so gut. Ich freue mich drauf. Ich konnte mich nicht zurückhalten beim Bestellen. Ich war kurz davor, auf Tofu zu drücken und dann kam die Ente. Hab ich gedacht, nee, die nimmst du jetzt, weil da, wo wir bestellt haben, wir haben thailändisch bestellt, die kommt immer so richtig schön kross an und die ist richtig lecker. Heute nicht fleischfrei,
definitiv Ente, aber ich werde demnächst noch ein bisschen fleischfreier wieder. Wir haben ja beim Thailänder bestellt, bei dem haben wir schon öfter bestellt. Da ist auf jeden Fall ordentlich Gemüse mit bei. Jetzt nicht übermäßig, aber für mich super gut. Ich habe mir ein rotes Kokoscurry bestellt, wie man sieht, mal wieder. Immer noch nichts anderes. Ich esse total gerne das Gleiche und für mich ist Kokoscurry eins meiner absoluten Lieblingsgerichte, beziehungsweise rotes Kokoscurry. Reis habe ich mir insgesamt 130 Gramm drauf getan. Ich habe erst gedacht, du gehst auf 100, dann sah mir das aber zu wenig aus. Ich mache ja sonst immer 160 Gramm und ich bin jetzt 30 runtergegangen, weil es die Frühlingsrolle noch mit dazu gibt. Und ich tracke ja das dann im Endeffekt nicht, aber es ist auch jetzt nicht so dramatisch. Ich habe jetzt heute noch nicht so viel gegessen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal mein Abendessen zu genießen. Ich finde es nämlich wunderbar, dass wir das bestellt haben, weil ich das alles total gerne esse. Ich erfreue mich jetzt daran, werde das genießen und wir sehen uns später. Es ist Dienstagabend, mein Tag ist vorbei. Ja! Wirklich, also ich habe jetzt heute gefühlt nicht so viele Videos aufgenommen, aber die regulären, die habe ich mal wieder geschafft. Aber ich bin ganz schön happy, dass er vorbei ist. Ich bin durch. Ich bin wirklich durch mit diesem Tag. Eigentlich war es ein guter Tag, aber ich bin zu kaputt. Ich bin zu müde. Irgendwie, ich bin nicht fit genug für diesen Tag und ich habe es angenommen. Mein Abendessen war super lecker. Kokoscurry ist ja mein absolutes Highlight und eigentlich wollte ich ja jetzt nicht mehr so viel bestellen. Das habe ich mir eigentlich gar nicht vorgenommen. Ich wollte wieder richtig reinkommen ins Tracken. Und heute hat das irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert. Also ich habe zwar meine Sachen getrackt. Heute Nachmittag hatte ich noch so einen Maiswaffelhieper, also nach meiner Prophylaxe quasi. Und irgendwie hatte ich auch dann hier so einen Hunger. Ich hatte überhaupt keinen Bock zu kochen. Und deswegen haben wir bestellt. Und ich habe mir so feste vorgenommen, 1000 Sachen zu machen. Und irgendwie habe ich das bis jetzt noch nicht geschafft. Es ist für mich ein Gewinn, wenn ich diese Phase jetzt quasi stressfrei, emotional stressfrei hinbekomme, weil bei mir ist immer das Allerschlimmste vom Stress in Bezug aufs Essen gewesen, einfach meine Emotionen, weil ich mir innerlich richtig viel Stress gemacht habe und immer totale Panik hatte und so. Und seitdem ich das für mich so ruhig angehe, merke ich auch, habe ich auch mehr Erfolg. Also habe ich überhaupt Erfolge? Zum Beispiel, ich hatte 2, 3 Jahre, da habe ich kaum abgenommen, da habe ich es richtig versucht, also so gefühlt. Und ich hatte so viel innerlich Stress, ich habe mich so stark unter Druck gesetzt. Es hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Und ich habe immer irgendwas Neues angefangen. Ich bin immer so hin und her. Ich hatte überhaupt keine Ruhe und war quasi nach einer Woche schon gestresst, dass ich dann gesagt habe, so, nee, das funktioniert alles nicht, du machst das von neuem. Und meine Emotionen sind richtig hochgekocht. Und deswegen hat das alles nicht funktioniert mit dem Abnehmen. Und erst als ich quasi zur Ruhe gekommen bin und für mich gesagt habe, nee, du machst jetzt eine Sache, du ziehst die Ewigkeiten durch und du lässt dich jetzt nicht von dir selber vom Weg abbringen. Erst dann hat es bei mir wieder funktioniert und ich bin sehr dankbar, dass ich das so mache und deswegen bleibe ich jetzt auch entspannt mit dem wieder reinkommen, weil schon diese Emotionen, diese negativen Emotionen, die sind einfach auch nicht gut für meinen Körper und deswegen gehe ich die Sache stressfrei an. Es ist für mich aber ein totaler Gewinn, dass ich sie stressfrei angehen kann, dass ich dabei cool bleibe. Das ist für mich ein totaler Gewinn. Ich genieße das. Ich genieße das jetzt richtig, dass ich sage, ja gut, dann brauchst du halt ein bisschen länger. Eigentlich hätte für mich jetzt heute Sport auf dem Programm gestanden, aber ich hatte absolut keinen Bock. Ich war irgendwie heute auch so ein bisschen genervt und heute war es mir einfach nur egal. Ich habe mich einfach schon nach meinem Bett gesehnt und da werde ich gleich hinhüpfen. Ich muss zwar noch Zähne putzen, wir haben 20:12, aber ich werde mich da gleich reinlegen und dann in die Entspannung gehen und aufladen. Ich muss aufladen. Ich muss wirklich aufladen. Ich merke, mir geht auch so ein bisschen die positive Energie flöten. Weil ich jetzt heute keinen Sport gemacht habe, steht für mich morgen definitiv Sport auf dem Programm. Der Mittwoch ist für mich eigentlich vorgesehen so ein Pausentag. Jetzt hole ich einfach den Dienstag nach und wahrscheinlich den Mittwoch. Mal gucken. Wenn das mich nicht zu sehr anstrengt, dann mache ich das so. Aber ich achte auf meinen Körper. Also was der sagt. Und Sport das erste Mal geschoben. Einen Tag weiter von Dienstag auf Mittwoch. So. Aber morgen kann ich nicht mehr schieben. Meine Schritte habe ich erreicht. Ich bin in der Wohnung noch hin und her gedüst und ich hatte 0 Bock dazu. Ich habe es trotzdem gemacht. Es waren ca. 1300 Schritte, die ich noch gehen musste. Und ich bin total stolz, dass ich es durchgezogen habe, weil ich auch da, genau wie mit dem Sport, absolut 0 Bock drauf hatte. Es war mir einfach egal, aber ich wusste, dass es mir morgen nicht egal ist. Und ich habe gesehen, es ist mein 2. Tag in Folge, an dem ich mein Schritteziel erreicht habe. Mein Ziel ist jetzt quasi eine Zielsiegesstrecke von 30 Tagen. Ich will natürlich immer noch dieselben
60 knacken, aber nicht zu groß denken, sondern erreichbare Ziele. 30 kann ich auf jeden Fall erreichen, weil ich es schon mehrfach erreicht habe. Ich werde jetzt glücklich und gleich auch mit frisch geputzten Zähnen ins Bett gehen, mich da reinlegen, einfach nur entspannen, den Tag nachwirken lassen und den Tag verarbeiten, den Tag loslassen und schlafen. Ich glaube, also, dass ich heute schnell einschlafen werde. Gestern bin ich wirklich schnell eingeschlafen und ich fühle mich heute eigentlich noch ein bisschen kaputter als gestern. Und das ist jetzt genau das Richtige, ins Bett zu hüpfen. Also jede Zelle seines Körpers. Oh Gott, nein, Ohrwurmalarm, Ohrwurmalarm. Auf jeden Fall jede Muskelzelle im Körper nachzufühlen und in die Entspannung zu gehen. Ich lasse dann meistens immer noch so den Tag Revue passieren. Also ich gehe den dann von abends bis morgens rückwärts. Einfach nur so, um über den Tag nachzudenken. Und das entspannt mich dann meistens auch. Also meistens vergesse ich die Dinge schneller, wenn ich nicht den Tag nochmal Revue passieren lasse. Und ich möchte die Tage nicht so vergessen, weil ich sie teilweise gerne gelebt habe. Ich möchte eigentlich jeden Tag, den ich gelebt habe, so in mir aufsaugen und so ein Teil von mir werden lassen. Und wenn ich dann die Augen zumache, dann lasse ich den Tag los und die wichtigsten Sachen, die habe ich dann teilweise noch in mir drin. Und ich bin jetzt auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das hier gemacht habe, also noch mein Tagesabschlussvideo, weil ich überhaupt keinen Bock darauf hatte. Ich wäre eigentlich lieber direkt ins Bett gegangen, einfach nur, weil ich ins Bett will. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt nicht mache, bin ich morgen wieder ein bisschen muffig mit mir, dass ich das nicht heute gemacht habe, weil es wesentlich entspannter ist, das abends zu machen, als Next Day Lotti oder irgendwie Future Lotti ranzulassen, weil ich dann immer so viel drüber nachdenken muss, was hast du jetzt gemacht. Gott sei Dank kann ich das gut rekapitulieren mit meinen Notizen und so, aber es ist trotzdem immer ein bisschen heikel. Und es ist viel schöner für mich, die Dinge sofort zu machen, wenn ich sie sofort machen kann, weil ich da einen Haken dran machen kann und zufrieden mit mir bin. Ich werde jetzt ins Bett hüpfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.